Ein Hallo und herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu Nice Taction. Ich bin es mal wieder Emu und heute schauen wir uns mal eine Tastatur von Epomaker an, nämlich die Epomaker RT100. Diese wurde uns freundlicherweise von Epomaker zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür, jedoch ist kein Geld geflossen und es gibt auch keine Vorgaben für die Videos und wir werden unsere persönlichen Meinungen und Ansichten zu dieser Tastatur äußern. Heute packen wir die Tastatur im ASMR-Style aus und schauen sie uns auch etwas genauer an. Ein genauer Test wird eventuell in ein paar Wochen noch folgen, wenn Interesse besteht. Auf der Vorderseite des Kartons finden wir neben dem Firmen- und Produktnamen auch einen scheinbar ersten Entwurf dieser Tastatur, die kompatiblen Betriebssysteme und auch einen Haken im Kästchen für einen kleinen Fernseher. Dazu später mehr. Dann finden wir noch den Schriftzug Designed by Epomaker und ein paar QR-Codes etc. Die Rückseite wird dann wieder etwas interessanter. Hier sehen wir nämlich die ersten Key-Features dieser Tastatur. Wir haben einen Customizable Lautstärke-Drehknopf, Wireless Cult Driver, damit sind wahrscheinlich Cloud Driver gemeint, einen integrierten Akku, denn diese Tastatur kann auch wireless betrieben werden, und auch den Hinweis, dass die Tasten hot swappable sind. Und zu guter Letzt wieder den mysteriösen, innovativen Smart Screen. Schauen wir mal, was das wird. Dann würde ich sagen, öffnen wir doch mal den Karton und schauen, was alles mitgeliefert wird. Und genau da sehen wir schon die Tastatur, zu der kommen wir aber gleich, denn zunächst schauen wir uns einmal hier oben diese Zubehörklappe an. Was wir zuerst finden, ist ein sehr schön aufgerolltes USB-A auf USB-C Kabel, dann hier diesen kleinen, eventuell Monitor und ein Tool, womit wir die Keycaps und Keys wechseln können. Dieses sieht auch recht gut verarbeitet aus, denn es besteht aus Metall. Schön, dass das so mitgeliefert wird. Als nächstes haben wir dieses USB-C auf USB-A Kabel. Es sieht wirklich sehr schön verarbeitet aus und hat auf beiden Seiten nochmal so eine Metallummantelung, was das Ganze nochmal hochwertiger wirken lässt. In der Mitte haben wir eine Art Kunstleder-Kabelbinder, könnte man sagen, um das doch schon sehr dicke Kabel zusammenzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir dann auch den USB-A-Anschluss, ebenfalls mit einer sehr schönen, hochwertig wirkenden Metallummantelung. Die ist auch nochmal mit einer Folie überzogen, die wir hier an dieser Stelle auch einmal abmachen. Ebenso wie auf der USB-C-Seite. Dort machen wir das Ganze auch einmal ab. Cool ist eben dieser Kabelbinder hier in der Mitte. Der ist nämlich auch direkt am Kabel befestigt. Das Kabel an sich ist trotzdem relativ dick und auch ein wenig starr, trotzdem sehr schön und hochwertig. Als nächstes kommen wir zu diesem kleinen mysteriösen Paket. Ich hatte es ja schon angesprochen, wir haben hier eine Art kleinen Mini-Fernseher, könnte man sagen. Es ist ein Smart Screen und genau den schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und hier haben wir ihn auch schon in einem dunkelbraun. Er besteht aus Plastik und hat auf der Vorderseite einen USB-C-Anschluss. Dazu später auch mehr. Hier auf dem Display, was erst einmal glänzend wirkt, haben wir noch eine Schutzfolie, die wir einmal mit entfernen. Und da können wir auch schon sehen, dass sich darunter ein mattes Display befindet. Hier haben wir die Tastatur in einer Plastikhülle und einer Plastiktüte. Die nehmen wir ganz kurz raus und schauen uns noch die Anleitungen an, denn hier haben wir nämlich Anleitungen in verschiedenen Sprachen, die grob die Funktion der Funktionstasten, grobe Bedienungen und auch die grobe Einrichtung erklärt. So, jetzt packen wir endlich mal die Tastatur an sich aus und befreien die mal aus dieser Folie. Was uns hier direkt auffällt, ist das Design, denn das erinnert ganz klar und sehr, sehr stark an eine sehr, sehr alte Windows-Tastatur in diesem schönen, alten Grautönen mit diesem gelblichen Weiß, diesen dunkleren Weißton und auch diesen Tasten mit deren Beschriftung. Das ist schon wirklich sehr cool, dass da auf so ein altes Design gesetzt wurde, aber trotzdem mit jede Menge neuer Features.
Auf der Rückseite haben wir ein paar Gummifüße, die das Wegrutschen verhindern sollen und auch 2 unterschiedliche Standfüße, die dafür sorgen, dass sich die Tastatur in 2 unterschiedlichen Winkeln verstellen lassen kann. Cool, dass das mehrere Winkel sind. Oben rechts haben wir den besagten Multimedia-Knopf, den wir für die Lautstärke nutzen können und den wir auch reindrücken können, um darüber Play und Pause zu machen. Darüber haben wir ein paar Tasten, um die Tastatur an- oder auszuschalten oder auch um die Modi zu wechseln. Und hier haben wir jetzt einen ersten Soundtest der Tastatur. Sehr schön, oder? Die EPUMaker RT100 gibt es in mehreren Ausführungen. Neben, mit oder ohne Smart Display gibt es auch verschiedene Switches, mit der man die Tastatur kaufen kann. Es gibt die Tastatur mit den EPUMaker Sea-Salt Silent Switches, den Gatheron Pro Yellow, den EPUMaker Flamingo Switches und den EPUMaker Budgerigar Switch. Letzteres haben wir hier vorliegen. Die 97 Tasten haben das amerikanische, nämlich das QWERTY-Layout. Das könnte man natürlich manipulieren, indem man hier einfach Z und Y vertauscht und anschließend in der Software sagt, welche Taste welchen Buchstaben ausgeben soll. Allerdings fehlt uns natürlich hier das Ä, Ö, Ü sowie auch das SZ. Das sollte man auf jeden Fall im Bewusstsein haben, dass diese Tastatur nur im amerikanischen Layout verfügbar ist. Nun versuchen wir mal, diesen kleinen smarten Monitor anzuschließen. Dafür gibt es hier oben links diese Klappe, auf der auch die Aufschrift 2,4 GHz Transmitter ist, denn hier befindet sich tatsächlich der Empfänger für den PC, um diese Tastatur auch wireless nutzen zu können. Diesen Empfänger packen wir einmal raus und darunter befindet sich ein weiterer USB-C-Anschluss, den wir für den Monitor verwenden können. Schutzkappe ab und ganz einfach hier aufschieben. Natürlich vorsichtig, es wirkt trotzdem alles ein bisschen zerbrechlich, was den Monitor angeht. Schon ist aber der Monitor dran und auch recht stabil dran. Das einzige Problem ist, was mache ich jetzt mit diesem Transmitter und der Schutzkappe? Die muss ich ja jetzt irgendwo sicher lagern, damit die nicht verloren gehen. Ein paar weitere wichtige Features dieser Tastatur sind die nach Süden gerichteten LEDs sowie das Numpad und der besagte Multimedia-Drehknopf. Auch haben wir hier Bluetooth 5.0 und 2,4 GHz Wireless-Konnektivität eingebaut. Das bedeutet also, wir können das mit einem Smartphone, Tablet etc. verbinden oder auch mit jedem Gerät, was einen USB-Anschluss hat. Das natürlich auch neben dem USB-C-Kabel, welches wir natürlich auch an jeden Computer anschließen können für den Kabelbetrieb. Für den mobilen Gebrauch ist eine 5000 mAh starke Batterie eingebaut und wir haben hier auch noch fast schon Standard-Features wie Anti-Ghosting, was das Drücken mehrerer Tasten gleichzeitig ermöglicht, ohne dass dabei Informationen verloren gehen. Die Abmessungen belaufen sich auf 39,7 cm x 14,7 cm und eine Dicke von 3 cm. Bei einem Gewicht von 1,35 Kilogramm ist die Tastatur jetzt nicht das leichteste, aber auch vollkommen in Ordnung. Auch haben wir noch einige Funktionen über die also die FN-Tasten. Hierüber können wir zum Beispiel die Helligkeit oder Geschwindigkeit der RGB-Beleuchtung einstellen. Wenn wir die Tastatur an den PC angeschlossen haben, sollten wir auch noch EPUMakers eigene Software runterladen und müssen uns tatsächlich auch dafür registrieren, was ein bisschen schade ist. Dann haben wir aber auch eine recht umfangreiche Software. So können wir hier zum Beispiel Remapping betreiben. Das bedeutet, jede Taste eine andere Funktion zuweisen, was wirklich sehr, sehr schön ist. Auch können wir hier Makros erstellen und die RGB-Beleuchtung mit ein paar vorgegebenen Effekten und Farben verstellen. Auch können wir hier diesen Mini-Fernseher, also dieses smarte Display und dessen Inhalte einstellen. Denn dieser kleine Mini-Fernseher ist neben dem sehr ansprechend schönen Design der Tastatur an sich eines der Hauptfeatures dieser Tastatur. Denn wir können uns die Uhrzeit und das Datum und auch die Prozessorleistung und die PC-Temperatur anzeigen lassen. Darüber hinaus haben wir auch noch einen Abschnitt, wo wir kleine Bildchen bzw. GIFs abspielen können. Und da hat sich EPUMaker wirklich etwas überlegt, denn wir haben hier einen kompletten
GIF-Maker, könnte man sagen. Also wir können hier uns mit dieser Software das eigene kleine Daumenkino Pixel für Pixel, Bild für Bild erstellen und anschließend auf die Tastatur laden. Auch gibt es eine Art Community-Markt, wo man sich die GIFs der anderen anschauen kann und gegebenenfalls auch herunterladen kann. Leider funktioniert das nicht ganz störungsfrei, denn zum einen dauert das Herunterladen und Überspielen auf die Tastatur eine gefühlte Ewigkeit und dann kann es auch mal vorkommen, dass sehr aufwendige GIFs nicht störungsfrei auf dem Mini-TV angezeigt werden. Trotzdem ist dieser kleine Monitor ein echt nettes und lustiges Feature, weil man hier die wichtigsten Informationen von seinem Gerät bekommt. Aktuelle Uhrzeit, Datum, Akkustand, Bluetooth-Verbindung, wenn es dazu kommt und dass man eben auch noch zum Beispiel hier ein kleines Pikachu-GIF draufpacken kann. Einen wirklichen Nutzen hat es natürlich nicht. Es ist am Ende eine Spielerei, wie es auch bei jedem Gerät mit RGB-Beleuchtung ist. Ein nettes Element, aber keinen wirklichen Nutzen. Was können wir denn aber jetzt zusammenfassend zu dieser Tastatur schon sagen? Ibumaker hat hier wirklich eine sehr hochwertige, stabile und hoffentlich langlebige Tastatur anzubieten. Das Design fällt wirklich auf, gerade weil es eben ein bisschen auf alt gemacht ist und trotzdem haben wir viele kleine Designelemente auf den Tasten an sich und auch moderne Features wie RGB-Beleuchtung, USB-C-Anschlüsse, kabellose Verbindungen über Bluetooth und 2,4 GHz Wireless und eben diesen Mini-Smart TV. Was uns bisher negativ aufgefallen ist, sind die Ladezeiten beim Übertragen und dass man bei der Verwendung des kleinen Monitors den Wireless-Transmitter und die Abdeckung für diese Stelle entfernen muss und sich diese dann irgendwo gut aufbewahren muss, damit die nicht verloren gehen. Das ist ein bisschen schade, aber wenn man die Tastatur sowieso nicht 24/7 an jedem möglichen Gerät auf der Welt verwenden und rumtragen möchte, sondern stationär betreibt, über USB-C oder auch über Wireless, dann ist es irgendwo auch verkraftbar. Günstig ist diese Tastatur auf jeden Fall nicht, denn sie kommt in Ibumakers eigenen Shop mit $106 und auf Amazon mit ungefähr 144 € daher. Und auch hier nochmal der Hinweis, es gibt es nur im amerikanischen QWERTY-Layout. Also für wen ist diese Tastatur am Ende gedacht? Nun ja, für Gamer, für Leute, die gerne zocken und eine hochwertige Tastatur am Arbeitsplatz haben möchten, die auch designmäßig auf jeden Fall etwas hermacht. Oder auch für Leute, die zum Beispiel viel programmieren oder so, denn da werden die Umlautstasten mit Ö, Ü oder auch dem SZ nicht genutzt. Und ansonsten natürlich für alle, die im englischsprachigen Raum unterwegs sind oder das QWERTZ-Layout bevorzugen. Das soll es gewesen sein mit diesem kleinen Unboxing- und Hands-on-Video der Ibumaker RT100. Vielen Dank nochmal an Ibumaker für die Bereitstellung dieser Tastatur. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung zu den Links zu weiteren Informationen auf der Ibumaker-Webseite oder auch zu einem Amazon-Kauflink. Das ist ein Partnerlink, das bedeutet, wir bekommen darüber eine kleine Provision. Kostet euch nicht mehr, ihr würdet uns auf jeden Fall unterstützen. Vielen Dank dafür. Und dann schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr ein Review dazu haben wollt. Lasst gerne eine Bewertung da, auch gerne ein Abo, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.